Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zum ersten Dienstag wieder und ich begrüße euch, Omar Tassat, wo immer ihr auch seid und die heute oder öfter dabei sind, die wissen, es scheint wieder jemand zu fehlen, die Adamea. Ähm, Letztes Mal war sie ja schon nicht da, da war sie ja für ihre Pilgerreise. Dieses Mal ist sie aber da. Sie hat sich nur unsichtbar gemacht. Ähm, Sie ist auf Weiße Priesterschafts-Armenienreise im Moment und sie ist jetzt genau dabei. Sie schaut zu und sie hat ihre Aufgabe übernommen dieses Mal, was ja ganz wichtig ist. Viele von euch wissen das auch und ich war heilfroh, dass sie sich das einrichten konnte. Ja, also dann, ähm, sie ist genauso anwesend, wie ihr anwesend seid, nicht vor Ort und dennoch da. Und so sind wir alle beieinander und ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird ein spezieller Abend, jetzt nicht von meiner Seite, von meinen Unterhaltungskünsten her, sondern ganz einfach ist ja immer der zentrale Bestandteil des ersten Dienstags natürlich das Channeling und was wir gemeinsam als großes Kollektiv dann auch tun für unser Planetenbewusstsein, für alle Menschen. Und heute ist ja Merlin Channeling und ja, Merlin das erste Mal beim ersten Dienstag, war zuvor noch nie. Und das ist für mich schon ein Zeichen, dass Merlin beim ersten Dienstag spricht. Jetzt setze ich mich mal und dann ja, möchte ich euch vielleicht kurz erzählen. Ich finde, dass wenn Adamea da ist, äh, dann hält sie mich da immer ein bisschen davon ab. Aber dieses Mal ist sie nicht vor Ort und so erlaube ich mir einfach mal ganz kurz das auch anzusprechen. Ähm, Wir wussten natürlich, dass diese Armenienreise, Adamir führt ja die Gruppe da von der Weißen Priesterschaft gerade jetzt natürlich wieder auf den ersten Dienstag fällt. Es ließ sich nicht anders ähm, arrangieren. Und ähm, beim letzten ersten Dienstag, wer dabei war, wer ihn gesehen hat, da habe ich ja die Gelegenheit genutzt, muss ich so sagen. Ich stimme das mit der geistigen Welt ab, wie dringlich es ist, bestimmte Energie hier runterzubringen übers Kollektiv. Und letztes Mal war das möglich und ich habe Fragen beantwortet. Und wir euch, also wer es gesehen hat auch, es war für mich eine unglaublich spannende Erfahrung. Hatte hier das iPad und habe einfach der Reihe nach die Fragen genommen und beantwortet. Es war gar nicht so einfach, ähm, weil normalerweise, so wie heute auch, bin ich oder auch wir, wenn hat er mehr, ja, ist ja normal auch da, sehr fokussiert auf die Energie des Abends. Und bei dieser Fragerunde war dieser Fokus nicht da. Das geht ja auch nicht, weil die Fragen dann ja in alle möglichen Richtungen gehen. Und es war schon eine interessante Erfahrung, die wir wahrscheinlich so auch nicht wiederholen werden, ähm, weil in der Regel beim ersten Dienstag wir ja zusammenkommen, um gemeinsam zu wirken, am besten in der höchsten Bündelung der Energie. Wie schwierig es doch ist, so Fragen, die in die verschiedensten Bereiche kommen, ohne das vorzusortieren, zu beantworten. Also ja, könnt ihr euch vorstellen, da muss man sich ja auf jede Frage und hinter jeder Frage steht ja auch eine Energie und hinter den Worten darauf einstellen und sich darauf einlassen und versuchen, die bestmögliche Antwort, die einem im Moment entweder einfällt oder eingegeben wird, dann in möglichst komprimierter Form zu geben. Auch nicht ewig Zeit, hier zu reden wie beim Seminar, da hat man ein bisschen länger Zeit.
Also es war schon ein bisschen eine Herausforderung, habe ich dann gespürt danach. Ähm, aber es war dennoch schön und ich hoffe einfach, dass viele von euch, die sich das auch gewünscht haben, dass es für euch auch schön war. Ich habe es auf alle Fälle gerne gemacht. Und letztes Mal eben bei diesem Fragebeantworten-Modus war es schon okay, dass die Adamea nicht da war. Dieses Mal war der Ablauf so, dass ich natürlich wusste, dass sie nicht vor Ort sein wird und ich wusste auch nicht wirklich, ob sie Zeit haben wird, jetzt in diesem Moment auch da zu sein und natürlich schon im Vorfeld auch. Und habe so 2 Tage vorher begonnen, ähm, das zu tun, was Adamea ansonsten tut, für diese ersten Dienstagabende, äh, um da reinzufinden, den kollektiven Lichtkörper schon beginnen zu bündeln. Und dazu braucht es auch immer zwei Ebenen. Einmal die jenseits des Schleiers, die geistige Welt, und auf der anderen Seite auch hier, ähm, dass jemand diese Energien eben bündelt und verbindet. Das ist so eine Zusammenarbeit und da ist Adamea halt wirklich spezialisiert. Sie macht das immer schon bei Gruppen, wenn wir arbeiten, aber natürlich auch jetzt, glaube seit 3 Jahren, seit es die ersten Dienstage gibt und ich musste mich da nie drum kümmern. Und dieses Mal habe ich versucht, mich drum zu kümmern und ich habe gemerkt, ui, das ist, wenn man das auch noch nicht so oft oder vielleicht gar nicht in der Form gemacht hat, gar nicht so einfach. Also ich bin mal in die Felder reingegangen und habe gesehen, was da alles zu tun ist und ich habe dann ja ein bisschen mir gedacht, okay, weil es ist schon wichtig jetzt gerade heute, wenn Merlin auch eine Energie der Magie runterbringt und die Magie sowieso besonders die Magie eine starke Bündelung braucht, dass sie gut wirkt und gut ähm, sich ausdehnen kann in unser aller Feld, in unser Gruppenmehrkörper oder wie man das auch nennt. Und dann bin ich ein bisschen ins Schwitzen gekommen und dann habe ich heute einfach in der Früh, hat er mir ja schon kontaktiert und habe sie gefragt, ob sie nicht das machen könnte, ob das überhaupt geht. Und die haben 2 Stunden Zeitverschiebung. Bei ihr ist es jetzt nicht 7:30, sondern 7:30. Und sie hat gesagt, sie richtet sich das ein, wird sich rechtzeitig mit dem Feld verbinden und das tun, was sie immer tut. Und es ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Und deswegen steht auch heute ganz bewusst dieser zweite Stuhl da, weil Adamea ist durchaus hier und wirkt für uns alle und für das Kollektiv und was sie da halt alles immer tut. Und da möchte ich auch meinen tiefen Respekt ihr gegenüber mal aussprechen, weil wenn man da selber mal noch gar nicht so reingeschaut hat, weil es auch nicht meine Aufgabe ist in erster Linie, und dann mal schaut, was das alles zu tun gibt, dann ja, dann wird man sich des Ausmaßes auch bewusst. Ich weiß, dass ich immer so ein bisschen im Vordergrund stehe, natürlich durchs Channeln auch. Und Adamea sitzt da und scheint wie eine Begleitperson zu sein. Eine schöne Begleitperson auf alle Fälle. Aber das ist bei weitem nicht alles. Und dafür, weil ich auch weiß, meine Liebste, dass du zuschaust, Ananascha, ähm, ohne dich wird es so nicht funktionieren. Aber es wird auch ohne euch alle natürlich nicht funktionieren. Ihr seid, also wenn wir jetzt einfach im stillen Kämmerchen sitzen würden, es ist zwar still hier, aber ihr wisst, wie ich meine, ähm, und sich kein Feld aufbauen würde, wovon jeder und jede von euch ein wirklich wichtiger Teil ist, dann würde die geistige Welt auch nicht wirklich Energien übertragen können. Also danke auch an euch. Ich möchte gerne, dass ihr auch wisst, welchen wichtigen Stellenwert ihr bei dem Ganzen habt. Ihr seid nicht nur Zuschauer, ihr seid wirklich, sagt man da, Akteure, Hauptprotagonisten des ganzen Geschehens.
Und es ist auch gar nicht so verkehrt, energetisch gesehen, dass ihr, ich möchte jetzt nicht sagen über die ganze Welt verstreut, aber doch schon auch in vielen Ländern auch, bis Russland, Ukraine und USA auch vereinzelt zwar, aber doch an verschiedenen Orten seid und wir dennoch verbunden sind und ihr an bestimmten Punkten, wo ihr euch halt befindet, einen besonderen Zugang habt zu den Gitternetzen unseres Planeten. Also so ist dieses Wirken wirklich ja, sehr effektiv auch und Ananascha, dass wir das gemeinsam machen dürfen. Ja, wie gesagt, Merlin ist, heute bin ich schon ein bisschen auch sehr fokussiert. Merlin, ähm, ja, spricht, also zumindest durch mich jetzt relativ selten. Er war beim ersten Dienstag noch nie da und dadurch bin ich die Energie auf dieser Ebene des Channels auch nicht so gewohnt, wie jetzt Jesus oder andere Lichtwesen. Aber natürlich ist Merlin schon eine sehr, sehr wichtige Energie, ich denke, für die allermeisten von uns, von euch, von uns. Und ja, so steigen wir gleich schon so richtig ein. Ich versetze mich manchmal in die Lage und denke mir, es kommen ja immer neue auch hinzu, also auch an euch. Seid willkommen in unserer Gruppe, in unserer Familie. Und auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil von dem, was ich erzählt habe, was Adamea macht, ist die, ihr seid ja auch lebende Energiefelder Merkabas. Und sobald ihr die Absicht, jemand von euch die Absicht äußert, also, oder einfach zum Ausdruck in sich trägt, beim ersten Dienstag dabei zu sein, dann beginnt das größere Feld schon, eure Lichtsignaturen anzuziehen und eine Verbindung aufzubauen. Und Adamea macht es dann immer und knüpft praktisch vor allem die, wo neu dazukommen, ganz achtsam in dieses Feld mit ein, damit dann die Energien, die ausgeschüttet werden oder mit denen wir wirken oder die beim Channeling kommen, auch von den Neuen wirklich optimal aufgenommen werden können oder so, wie halt jeder dann dazu bereit ist. Das ist ja sowieso immer so. Es passiert dann immer so, wie es für jemanden genau richtig und gut ist. Ja, dann, ich glaube, viele von euch kennen den Begriff der Magie. Das ist natürlich ein geläufiger Begriff. Und ich habe gestern und heute auch schon mit Merlin so tieferen Kontakt aufgenommen und ein paar so Eckpunkte eingeholt. Und ich glaube, Merlin wird in dem Channeling einiges sagen über die Magie auch und wie sich die Magie verändert hat, beziehungsweise auf welche Art sie jetzt in diesem Zeitalter, in der neuen Zeit auch wirkt. Ja, ich habe dann die Ehre, Merlin für euch zu channeln und ich würde euch einfach empfehlen, also fürs Ganze, für die Gruppenenergie und für jeden persönlich, heute eine besonders tiefe Absicht in sich zu tragen, diese Energien oder was Merlin auch überbringt oder mit uns gemeinsam wirken möchte, aufzunehmen, weil für die Magie braucht es eine sehr hohe Absicht. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns doch beginnen. Mach es dir bequem, wie immer das auch ausschaut.
Ich bin Nama Alhamba. Ich begrüße euch, Omar Tassat. Ich bin ein Mehrling. Ich entspringe dem göttlichen Gedankenfeld. Ich möchte heute zu euch sprechen und weit darüber hinaus euch allen die Möglichkeit geben, magische Felder in dir zur Zirkulation und zur Lebendigkeit zu rufen. Es gibt im Universum eine Gruppe von magischen Lichtern. Und es gibt im Universum mehrere Merlins. Sie alle sind Träger der göttlichen Allmacht. Es gibt den Merlin des Leuchtens der Macht, den Merlin der Weisheit der Macht. Es gibt den Merlin der Strahlkraft der Macht. Es gibt den Merlin der Manifestation der Macht und einige mehr. So wurde ich, Merlin, Maha Alhamba, auserwählt, die Botschaft zu euch zu tragen. Viele von euch wissen, dass dieser Planet viele lange Epochen der Zeit durchlaufen hat. Und in jeder Epoche waren ganz bestimmte energetische Verhältnisse zu beachten. Und so haben stets verschiedene Aspekte des einen großen Merlins auf dem Planeten gewirkt und auch inkarniert. Ich, Maha Alhamba, ich habe dich ganz besonders in der Epoche von Avalon begleitet. Jeder Mensch trägt in sich magische Felder. Sie sind in deinem Allmachtsaspekt, in deiner Merkaba eingebunden. Doch die wahre Magie, die wahre und pure Gottesmacht in ihrer ganzen Bündelung braucht nicht nur tiefe Absicht, klare und reine Gedanken, sie braucht auch die Verschmelzung
zwischen deiner persönlichen Allmacht, also den magischen Feldern in dir, die du in dir trägst, die dir mitgegeben wurden, mit der kosmischen Magie. Oftmals sprechen die Menschen in ihrem Sprachgebrauch vielleicht von einem magischen Moment in ihrem Leben, dass etwas sich magisch angefühlt hat. Doch das, was hier als Magie bezeichnet wird, ist vielmehr die Mystik. Es sind mystische Momente, die tief die Seele berühren. Und die Magie benötigt auch diese Mystik. Denn über die Mystik ist es möglich, die persönliche Allmacht und die Allmacht Gottes miteinander zu verbinden. Auch wird oft gesprochen von schwarzer Magie. Viele Menschen haben Angst davor oder glauben sich zu erinnern, in anderen Leben mit schwarzer Magie in Verbindung gewesen zu sein. Doch lasse dir sagen, es gibt keine schwarze Magie. Es gibt nur die Magie. Das, was oftmals als schwarze Magie bezeichnet wird, ist und war zu allen Zeiten ein Wirken mit dem Menschlichen und oftmals auch mit dem spirituellen Ego, verbunden mit Gedankenkräften und Ritualen. Und so wie jeder Gedanke, ganz gleich welcher Art, eine Kraft hat, gebündelt, noch einmal verstärkt mit Ritualen, kann dies durchaus Wirkung zeigen. Doch es ist nicht Magie. Dies ist ein großes Missverständnis. Denn die Magie ist eine lichte Kraft, die sich niemals missbrauchen lässt. Kein Ego hat darauf Zugriff. Auch nicht auf die magischen Felder, die in dir, in deinem Allmachtsaspekt vorhanden sind. Denn diese öffnen sich erst ab einer gewissen Stufe der Entwicklung. Erst dann, wenn von deinen 18 Aspekten deines Lichtkörpers dir von den hohen Lichtern des Universums der 19. Aspekt hinzugefügt wird, erst dann kann wahre Magie wirken. Erst dann werden diese Felder, die in dir bereits vorhanden sind, mit der kosmischen Magie verbunden. Doch lasse dir sagen, wenn dies geschieht,
gibt es keine Begrenzungen. Was die Magie nicht könnte, damit können buchstäblich Berge versetzt werden. Nicht nur die angeborene Fähigkeit, die jedes Wesen in sich trägt, der Manifestation, sondern das, was ihr als Zauberei bezeichnen würdet, und auch die Materialisation wird dann möglich, wenn der 19. Aspekt dir eröffnet wird und sich somit die Drachen- und die Einhornenergie vereint. Erst dann kann ein Mensch mit der Magie tatsächlich wirken. Zusätzlich ist die Magie eine energetische Struktur, die die höchste Absicht, die klare Ausrichtung braucht, um wirken zu können, gebündelt. Stelle dir einmal vor, wenn ein Mensch ganz einfach so Zugriff hätte auf die hohe Gottesmacht. Das ist nicht möglich. Vieles muss dem vorausgehen. Und viele von euch, sie gehen voraus. Viele von euch haben diese Voraussetzungen bereits erschaffen, haben dies in dieser Inkarnation durchlaufen. Und sehr viele von euch haben in ihren Inkarnationen den Titel des Mehrlings überreicht bekommen. Von mir, Merlin, Maha Alhambra oder in anderen Epochen von einem anderen zuständigen Merlin. Doch ob du diesen Titel Merlin in deiner Lichtstruktur trägst oder nicht, dennoch kannst du in der neuen Zeit mit der Magie wirken. In der neuen Zeit lässt sich die Magie viel einfacher bündeln, wenngleich immer noch am schwierigsten von allen euch bekannten Energien. Vor allem braucht es dafür eine völlig geklärte mentale Ebene. Wir werden heute gemeinsam in das euch bekannte Feld der inneren Landschaft gehen, dieser Seelenlandschaft. Diese Bezeichnungen für bestimmte Felder wählen wir, um euch zu verdeutlichen, dass es ganz mannigfaltige Felder in euch gibt.
Der Begriff an sich ist zweitrangig. Und doch wird es hier für euch so benannt, die innere Seelenlandschaft. Und wir werden gemeinsam, nachdem du, jede von euch, von mir, eine Feuerperle der Magie überreicht bekommen hat, diese miteinander bündeln und an Lady Cheyenne, an das Planetenbewusstsein senden. Denn Lady Cheyenne ist erwacht. Auch sie trägt Aspekte in ihrer Lichtstruktur. Auch sie trägt den 19. Aspekt. Und er ist aktiv. Denn das ist entscheidend. So kann ich, Merlin, an dieser Stelle nicht jedem Einzelnen von euch sagen, der 19. Aspekt wäre in dir aktiv. Doch, dass entschieden wurde, dass ich Merlin heute diese Botschaft und Energie überbringe, hat damit zu tun, dass es bei vielen von euch bereits der Fall ist. Und gleichzeitig wird bei jedem und jeder von euch magische Felder in eurem in eurem Allmachtsaspekt in Bewegung gesetzt. Dies ist ein großer Dienst für Lady Cheyenne, denn auch sie benötigt die Macht der Magie für den Übergang. Es braucht so vieles. Euch mag es manches Mal verwirrend erscheinen, doch alles ist miteinander verwoben. Und so wie ein Dach eines Hauses ohne ein Fundament und ohne die Mauern nicht trägt, ist es auch mit Energien. Alles baut aufeinander auf. Es braucht viele verschiedene Strömungen und Zutaten, damit das geschehen kann, für was du hier bist, damit du dein Versprechen mitzuwirken, den Planeten nach Hause zu tragen, einlösen kannst. Wir unterstützen das. Und es ist an der Zeit, hier in diesem Kollektiv, das ein offenes Feld ist und so viele unterschiedliche Menschen in ihrer Entwicklungsphase zusammenkommen, eine Energie der Magie einzubringen. Dies ist ein Zeichen der Zeit. Denn Merlin spricht nicht einfach so.
Wenn du es fühlen kannst, was ich jetzt sage, wenn es etwas mit dir macht, dann war es genauso. Du hast viele Zyklen in vielen verschiedenen Epochen und Inkarnationen durchlaufen und auch zumindest einen magischen Zyklus. Die Magie, sie wurde stets behütet von den hohen Avataren der Merlins. Diese Schulungen waren sehr streng und du warst aufgefordert, dich abzuschotten. Weil dein Geist geschult wurde, eine solche Reinheit und Klarheit zu erlangen, damit es möglich war, die wahre Macht der Magie so zu bündeln, dass du damit Wunder vollbringen konntest. Und du wurdest viele Male und auf viele Arten geprüft. Oftmals hast du Zyklen mehrfach durchlaufen. Denn Merlin war immer ein strenger Lehrer. Was ich dir damit sagen möchte, ist auch, dass die Zeiten sich wandeln. Dass in der neuen Zeit die Strenge nicht mehr hilfreich ist. Dass die Magie zwar nicht achtlos angewandt wird, und doch öffnet sie sich vielen Menschen als Mittel zur Veränderung und zur Manifestation bis hin zur Materialisation. So lasse jede Angst, jedes Missverständnis in den Erinnerungen der Seele, die du mit deinem heutigen Bewusstsein deutest, los. Es gibt nur das Licht und die Magie ist Licht. Verbinde sie mit Staunen. Rituale führe aus mit Freude und Leichtigkeit. Doch sei dir immer gewahr, die Magie trägt Verantwortung in sich. Du trägst Verantwortung, wenn du mit der Magie wirkst. Doch scheue dich nicht, Verantwortung zu tragen, denn ich weiß, wer du bist, nicht nur ein Mensch, so viel mehr. Und nur aus diesem Grund geschieht nun Folgendes. Atme. Das universelle Licht der Gottesmacht in dich hinein. Spüre, dass die höchste Macht der Liebe entspringt.
Dehne dich in deinem Licht aus. Du bist reines Licht. Lass alles los, was du glaubtest zu wissen über die Magie. Werde frei, denn nur dann kann die Magie der neuen Zeit sich entfalten. Ich, Merlin, werde jetzt, wenn du es mir erlaubst, deine mentale Ebene tiefgehend klären. Sprich die Worte, ich erlaube es. Und nun rufe ich für dich, für euch, als Kollektiv der Liebe, den mystischen Heilgeist. Denn es braucht die Mystik. Die Mystik bewirkt eine Ahnung von dem, was wirklich ist. Ein Gefühl, das sich nicht beschreiben lässt. Und ich, Merlin, ich nehme dich bei deiner Hand. Ich führe jeden von euch in euer inneres Feld, die innere Seelenlandschaft hinein. Versammelt euch in einem großen Kreis und sehe, wie ich Maha Alhambra, Merlin, aus der Mitte des Kreises heraus zu dir hervortrete und dir eine goldene leuchtende Kugel, eine Feuerperle der Magie überreiche. Nimm sie, am besten mit deinem Herzenstrahl, zu dir. Und dies geschah zeitgleich für euch alle. Werde dir dieser Gemeinschaft bewusst. Und es verbinden sich alle Herzenstrahle miteinander. Alle Perlen der Magie. Bündeln sich zu einer großen magischen Feuerperle. Und wir lassen nun diese gemeinsam zu Lady Cheyenne in das Erdenbewusstsein hineingleiten. Stelle es dir der Einfachheit halber so vor. Dass sich die Erde in unserem Kreis auftut und diese Perle aufnimmt. Dennoch bleibt deine Perle bei dir.
Und diese werde ich, Merlin, jetzt dir in deinen Allmachtsaspekt einbetten. Immer vorausgesetzt, dass du es mir gestattest. So beginne ich jetzt damit. Bitte deinen goldenen Engel, die Energien zu übernehmen und zu verteilen, in die magischen Felder in dir zu lenken. Und es wird geschehen. Für doch viele von euch ist dies ein weiterer Baustein für ihr Wirken mit der Magie. Für auch viele von euch ist es das erste Mal in dieser Inkarnation, dass ihr mit der wahren Energie der Magie so tief in Berührung kommt, dass sie in euch eine Blühen erzeugen wird, der Kraft der persönlichen Allmacht, die dir Vertrauen in dich selbst schenkt, in deine Fähigkeit und das Bewusstsein nährt, dass du wahrhaft allmächtig bist, im Ursprung, und dass, wenn es deine tiefe Absicht ist und der 19. Aspekt dir überreicht wird, du diese Allmacht in vollem Umfang erlaubt sein wirst zu nutzen. Nimm einen tiefen Atemzug. Was ist Magie? Du bist Magie. So werde ich, Merlin, dich nun, jeden von euch aus diesem Feld herausführen. Ich bekomme Informationen von Lady Cheyenne. Sie hat diese Energie in sich aufgenommen. Sie ist sich eurer Gruppe, eurer Gemeinschaft sehr bewusst. Sie weiß, dass von dort regelmäßig auch für sie selbst, doch für alle Menschen hilfreiche Unterstützung kommt und ist voller Dankbarkeit. Sendet euch Ananascha. Du trittst aus dem Feld heraus, atmest noch einige Male tief, so wie es für dich stimmig ist. Und lässt los.
Denn die Dichte, die Bündelung der Energie war sehr hoch. Vielleicht hast du etwas Anspannung gefühlt. Doch diese wird sich nun wieder lösen, wenn die Energien sich integrieren so, wie es für dich passend und gut ist. Vor allem, neben dem, was du erhalten hast, hast du einen großartigen Dienst vollzogen. Das Universum, die magischen Lichter, die hohen Räte sind voller Dankbarkeit. Wir sind uns so nah. Die Zeit ist da. Ihr braucht dieses tiefe Vertrauen in euch, in eure Gottesmacht. Ihr müsst wissen, wenn ihr in der reinen Absicht eine Energie anruft, um mit ihr zu wirken, dass es geschieht. Daran darf es keinen Zweifel geben. Und wenn du mit der Magie wirkst, dann folgt jede andere Energie der Magie. Denn wenn die Magie dir folgt, dann bist du reinen Herzens, reinen Geistes. Ich sehe diese Liebe in euch. Macht euch nicht zu viele Gedanken über menschliche Dinge. Lebt das Leben. Nehmt es, wie es ist. Beklagt euch nicht. Wisst, ihr seid aus einem anderen Grunde hier. Ihr seid hier, weil ihr die seid, die ihr seid. Ihr werdet die Avatare dieses Planeten sein. Darauf sollte dein Fokus gerichtet sein. Ich, Merlin, werde nun zurücktreten in das kosmische Feld der Magie. Die Ströme zurück aus dem Medium ziehen und langsam aus eurer kollektiven Vereinigung lösen. Ich war gerne mit euch. An Anascha. Ja, puh. Fast ein bisschen in Schwitzen gebracht. Ja. Ihr Lieben, danke euch. Ich, ja, ich weiß, wie viele von euch sich denken, was braucht es denn noch alles? Aber ich weiß auch, dass diese Zeit kommen wird, in der wir zurückblicken und sagen, ja, es war viel Arbeit, aber es ist geschafft, wir haben es geschafft. Nächsten Dienstag, Livestreaming, geht der erste
der erste überhaupt, erste Dienstag vor Ort voraus. Viele von euch wissen das, dass das am Sonntag vor dem nächsten ersten Dienstag der Fall sein wird, hier in unseren Räumen. Und ganz, ganz viele haben sich angemeldet. Wir freuen uns sehr drauf. Es wird voll hier. Ich möchte einfach sagen, wir hätten euch am liebsten alle hier, aber es geht nicht. Und wir sind so voll. Und es ist jetzt auch nicht mehr möglich zu kommen. Und es tut mir selber ein bisschen weh, weil wir schon einigen das sagen mussten. Aber wie gesagt, vor Ort gibt es halt die räumliche Begrenzung. Die gibt es so nicht. Und wir können fast genauso viel auf diese Art natürlich erreichen und bewirken. Vor Ort ist halt schon mal schön, sich zu sehen, und ich bin gespannt bei so vielen Menschen, was das für eine Umarmungsgeschichte wird. Ich bin ja eigentlich der gern Umarmer vom Dienst, aber wir werden sehen, vielleicht, wie wir das gestalten. Es wird bestimmt schön, es wird ein Channeling von Jesus geben. Wir werden euch bestimmt auch ein paar Ausschnitte, ein paar Aufnahmen davon zeigen, weil ja gleich dann 2 Tage später schon wieder dieser reguläre erste Dienstag stattfindet. Und ja, bis dahin an die Regie. Ich wäre jetzt langsam bereit aufzustehen, mich zu erheben und euch zu sagen, wie auch immer, wir sehen uns entweder vor Ort oder beim nächsten ersten Dienstag. Es war mir eine Ehre. Danke, dass ihr da seid. Ananascha.